The US is moving fast forward with the shale gas production. I, coming from Europe, wanted to find out how other countries that have shale gas are approaching this issue. So I traveled to Germany to find out. Only about 15% of the German natural gas demand is produced domestically, the majority of it coming from Russia. Conventional gas reservoirs are diminishing in Germany. Instead of increasing the imports, the gas industry would now like to tap into the German shale gas reserves. And this is where the drama begins. Energiewende organisieren in Deutschland heißt, wir müssen sehr viel investieren. Sehr viel investieren. Das gilt aber nicht nur für die erneuerbaren Energien, Investitionen, das gilt auch insbesondere auch für Erdgas. Wir haben hier in Deutschland das Potenzial großer Erdgasvorkommen. Wenn man mich fragt, ob es sicher ist, diese Erdgasvorkommen zu entwickeln, kann ich nur antworten, ja, absolut. This company was used to do quite a lot of communication when they went to the locations where they wanted to explore reservoirs or start drilling. And this is what they did with the fracking technology too, when they started to use it. But one additional factor occurred related to the fracking issue, and that was especially the movie Gasland. Es hat uns alle geschockt, dass so etwas bei uns gemacht werden sollte. Wir haben es nicht für möglich gehalten, dass sowas bei uns gemacht werden kann. Then Exxon was not able to do their normal communication anymore on the local level, because people developed much more anxiety, they had fears and they asked new questions. Fahren wir einfach los, ja. Sobald wir uns bewegen, glaube ich, sagt sie was. Erstmal geradeaus und dann links. Hat mir. Und das ist, jetzt müssen wir schauen, da wurde das allererste Mal in Deutschland in Schiefer gefrackt. Wie viele Wellen haben die gefragt hier? Das ist der einzige bisher. Das ist bisher der einzige in Deutschland, den, ja, Exxon. Ich weiß nicht, die eine Firma, Exxon gefrackt hat in Schiefer. Ich bin Wiebke Langhorst. Ich bin Mitglied des Aktionsbündnisses No More Fracking aus Wagenfeld. Nachdem wir uns dann ein bisschen schlau gemacht haben über was Fracking ist und was passieren soll bei uns in der Gegend, ist uns bewusst geworden, dass da noch sehr viel mehr dranhängt als nur das Problem der Chemikalien in den Boden und der Fracks. And so Exxon said we need to clarify those questions, and they thought about how to do it, and then they had this idea that they needed a neutral expert group, and that this group should be accompanied by a public a public discussion, and that was the beginning of the whole thing. Als wir vor rund einem Jahr zusammengekommen sind und wir diesen Prozess gestartet haben, da haben wir alle Neuland betreten. Und glauben Sie mir, dieses Neuland war nicht nur neu für Sie, sondern das war auch neu für uns gewesen. Als Company neu, für meine Mitarbeiter neu, aber auch für mich neu. Erst war es dann natürlich ganz wichtig, Wissenschaftler zu finden, die zuvor nicht für die Erdgasindustrie gearbeitet hatten.
InfoDialogue was initiated and paid by Exxon Mobile. Were any strings attached to this money that they gave to this project? No, we did not have any strings. This was really remarkable. I've done many processes also for the public sector, and I would really say this has been maybe the freest one. Recognized this in the beginning. Well, they didn't believe it because, of course, they have a lot of experience. They were very optimistic, and they feel that they have a very good technical standard and a high safety standard. But everybody knew this is one possibility, and we really had an open result process. Wir haben ja auch unsere Projekte gestoppt. Wir haben gesagt, warten wir erst mal ab, was hier rauskommt. Ich möchte diesen neutralen Test auch haben. Können wir wirklich sicher sein mit den Sachen, die wir hier machen? The expert group finally said, well, there's no reason to forbid the technology. Okay, that's one recommendation. But at the same time, they said you must go ahead slowly, and with a lot of precautionary measures in the beginning. And so they recommended to do demonstration projects in an industrial scale, really big projects, very realistic, but just to gain some time to go into depth concerning certain questions which they could not examine well detailed enough during this period. So, das heißt, es sind einige Dinge, die gefallen mir gut, einige Dinge gefallen mir weniger gut. Wie gesagt, das sind einige Kröten und wir haben erhebliche Hausaufgaben zu machen. Das ist ja an vielen. You know, we predicted the results right from the beginning. We said basically they're going to end up saying fracking, yes, there are some risks connected to fracking, but they're controllable. Und haben dann beschlossen, wir machen eine kleine Tour de Frack. Das heißt, wir fahren zu diesen anderen Problemstellen, Bohrstellen oder Verpressstellen hin. Well, the problem is that this is just outside the drinking water zone 2, which in the study that Exxon just published is considered, zone 1 and zone 2 should be protected. There shouldn't be any fracking or exploration activities taking place in those areas. Zone 3 is already exempt. So where I am right now, zone 2, on the other side of the ditch is zone 3, and not too far away from here is this drinking water well that actually produces the drinking water for 25% of the entire city of Bremen, which is big, really big. After meeting the fractivists and the facilitator of InfoDialogue, I traveled to talk with the environmental authorities. Shale gas is being advertised as a bridge fuel towards renewable energy future. What is your stand on that? Before we talk about shale gas, clearly using gas in electrical system, cogeneration, is one of the bridge technologies helping building up a renewable energy future. But we don't need shale gas, because if we, at least in Europe, continue with the velocity of build-up of renewables, continue with the velocity of increasing the efficiency in the building sector, which gives gas-free, because you don't need the gas more for heating, we don't need shale gas. That's the short answer.
Sofern es kein Verbot der Förderung oder der Gewinnung von Shale-Gas geben wird, sehen wir die Notwendigkeit von Mindestanforderungen, die wir im Augenblick noch nicht in allen Bereichen haben. Das fängt an bei einem Verbot von Fracking in sogenannten sensiblen Gebieten. Sensible Gebiete sind die Trinkwasserschutzgebiete. Dann sehen wir auch die Notwendigkeit einer vollständigen Offenlegung der eingesetzten Chemikalien und auch der Bewertung dieser Chemikalien, einer ökotoxikologischen Bewertung, humantoxikologischen Bewertung. Des Weiteren sehen wir als ein momentanes Problem, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten gemacht wird. Auch hierfür sehen wir die Notwendigkeit, für jeden Frack eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Meine große Hoffnung ist, dass wir doch ein Umdenken bewirken können bei unseren Politikern und dass vielleicht doch Gesetzesentwürfe entstehen, die solche Sachen wie das Fracking verbieten hoffentlich oder auf jeden Fall so regulieren, dass größtenteils größere Schäden ausgeschlossen werden können. So I went to Berlin, where the matter is now up to the German legislator. Ich denke, in Deutschland wird Shale-Gas nicht so eine Bedeutung bekommen wie in den USA. Hier ist die Öffentlichkeit sehr viel kritischer. Die Regeln sind sehr viel schwieriger zur Förderung von Shale-Gas. Es wird am Ende auch so sein, das sagt selbst Exxon Mobile, dass nicht die Gasmengen hier gefördert werden können, wie das zurzeit in den USA der Fall ist. Das heißt, am Ende, selbst wenn es dazu kommen sollte, dass hier Shale-Gas in Deutschland gefördert wird, werden es nur wenige Prozent Anteil des deutschen Gasverbrauchs sein. If it was up to your party, what would happen with the shale gas development in Germany? I have to say, unfortunately, that even in my party there are different approaches and opinions. Es ist klar, dass unter den jetzigen Bedingungen es keine Förderung von unkonventionellem Gas geben darf, aber mit entsprechenden Umweltgesetzen kann es schon möglich sein, ja. I personally think it's not the only solution. We are doing our energy revolution on the renewables in Germany, and this will be also a game changer as well. It will be difficult, but finally I think we will succeed, but it's very expensive, and shale gas could be a possibility to make it a little bit more efficient and to make it a little bit more rational and cheaper to make this revolution. Wir brauchen mindestens ein 2-jähriges Moratorium, bevor man überhaupt über die Förderung nachdenken kann. Bis dahin müssen viele offene Fragen bezüglich der Risiken der Förderung von Shale-Gas geklärt werden. Every party that forms government will not be able to stop this because the lobby work is so good and no one can stand against it. It's the people, and we need the people to prohibit, to go against it. Wenn wir alleine immer so kleinere Aktionen machen, das bringt nicht so viel. Wir möchten wirklich die Kontakte herstellen zu anderen Bürgerinitiativen und Protestgruppen und sind dadurch hoffentlich stärker irgendwann in unserem Protest. Doch stärker und großflächiger, als wir gedacht haben. How much money does the gas industry give to the legislators? Zu wem? How much money does the gas industry give to German politicians? No, I don't know actually. Ich hoffe, dass es kein Geld gibt, was die Gasindustrie entsprechend an einzelne Politiker zahlt. Es wird vielleicht die ein oder andere Wahlkampfspende geben, aber die wird sich in ganz kleinen Dimensionen entsprechend abspielen.
parties may get money from all kinds of companies, and I don't really know. I know that we don't get anything from anybody. Man sieht dann auf einmal Artikel in der Zeitung, die dann sehr kritisch gegenüber der Energiewende sind und sagen, ach nein, jetzt merken wir gerade, es wird doch sehr viel teurer und schwieriger werden mit dieser Energiewende und wir können das doch nicht schaffen ohne Brückentechnologien. Ja, und man findet dann auf Umwegen heraus über andere Zeitungen in anderen Ländern, dass da wohl ein bisschen Geld geflossen ist von Lobbyisten an das Europäische Parlament, um gerade solche Schlüsselsätze in die Gesetzgebung mit einzubauen, wo auf einmal aus Gas eine grüne Energie wird, die sie vorher nicht war. And this is where my journey ends. The Parliament is expected to decide this fall whether or not unconventional gas development is allowed in Germany. Wir wollen auf jeden Fall auf dem Weg der Transparenz und des Dialoges weitermachen. Das soll hier jetzt kein Ende sein, sondern das soll der Anfang für einen weiteren kontinuierlichen Dialog und Transparenz sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiterhin auf diesem Weg kritisch und aufmerksam begleiten. Vielen Dank. Oh, look at that. You can see the brown coming out of it. Today is March 1st, 2012. I mean, that's the thing, is what is in that bottle, right? I mean, is it, even if it's just sediment. What is going on? How could you expect people to drink dirt?